Die Geschichten der Menschen in Hongkong erzählen, die für ihre Freiheit kämpfen und unfreiwillig immer mehr zu China dazugehören, das ohne überhaupt vor Ort zu sein, war schon sehr ambitioniert, was das Projekt The Hong Kong Diaries angeht. Alle sollten erstmal grob brainstormen. Wie kann man das angehen? Wie kann man diese Stimmen aus Hongkong, in welchem Format, mit welchem Konzept festhalten? Wir haben eine gewisse Anzahl von Leuten, die wollen wir 2 Wochen lang in ihrem Leben begleiten und ganz detailliert zeigen, was ist überhaupt in Hongkong passiert, wie fühlt es sich wirklich an, ganz konkret vor Ort seine Freiheit zu verlieren und natürlich auch dafür zu kämpfen. Mir war klar, selbst wenn wir nicht dahin fliegen, wir bringen auf jeden Fall Leute in Gefahr, wenn wir mit denen zusammenarbeiten. China ist eine digitale Supermacht. Diese digitale Supermacht versucht alles zu überwachen und es war dann sehr schnell klar, wir müssen alles, was wir machen, nach den höchsten Verschlüsselungsstandards verschlüsseln. Dann ging die Suche los. Wir haben natürlich im Internet alles durchforstet, also Twitter, Facebook, LinkedIn. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, aber deren Geschichten sind ja oft einfach auch schon erzählt worden. Das heißt, wir haben auch mal geguckt, wen hat man noch nicht so oft gehört. Und dann haben wir von unserer verschlüsselten E-Mail ihnen eine E-Mail geschrieben, wo wir aber auch nur sehr wenige Details reingeschrieben haben. Wir haben nicht verraten, wer wir sind. Wir haben nicht mal verraten, dass wir aus Deutschland kommen. Und letztendlich nach vielen Telefonaten, Videotelefonaten und Checks, Lebensläufen und verschiedenen Informationen, die wir eingeholt haben, konnten wir uns dann auf 8 geeignete Protagonisten einigen. Aber wie dreht man einen Film, wenn man selbst gar nicht vor Ort ist und nicht mal einen Kameramann vor Ort hat? Da haben wir auch sehr lange drüber nachgedacht und viel auch beraten und am Ende ein Set zusammengestellt, bestehend aus einem aktuellen iPhone 11, einem kleinen Stativ, einem Licht und auch einem externen Mikrofon, damit wir auch eine vernünftige Tonqualität haben. Und das wollten wir dann jedem unserer Protagonisten zur Verfügung stellen, damit die sich damit eben im Alltag entsprechend filmen können und das Material uns dann rüberschicken nach Deutschland. Ja, also wir haben uns ja einen Zeitraum von 2 Wochen gesetzt für diese intensive Betreuungszeit. Natürlich davor und danach haben wir auch die ganze Zeit kommuniziert. Das Material, was wir schon innerhalb der ersten paar Tage der Betreuungswochen bekommen haben, hat uns wirklich sehr überrascht im positiven Sinne. Ich kann mich an viele Meetings erinnern, wo wir hier saßen und uns auf dem großen Monitor die Videos angeschaut haben, die gekommen sind und wir wirklich sprachlos waren, weil es einfach so gutes Material war. Und dafür mussten wir ein System entwickeln, dass wir das strukturiert sammeln, damit dann später im Schnitt kein Chaos entsteht. Für jeden Protagonisten mussten wir eine Excel-Liste anlegen und alles Material, was gekommen ist, verschlagworten. Was ist in der Datei zu sehen, was wird gesagt, an welcher Location wurde es aufgenommen, wie ist das Wetter gewesen in dem Moment, was gibt es noch für Keywords, die man dazu vergeben kann, nachdem man entsprechend dann auch suchen kann. Und das war eine Aufgabe, die wir wirklich jeden Tag für jeden Protagonisten immer erledigen mussten und wo wir auch jeden Tag mehrere Stunden mit beschäftigt waren. Wir haben uns ja vorher angeguckt, auch welche Termine sind in diesen 2 Wochen. Zum Beispiel eben der Nationalfeiertag, der chinesische, am 1. Oktober, wo wir dann auch alle Protagonisten teilgenommen haben oder sich angeschaut haben, was in der Stadt passiert. Und da gab es dann manchmal an und an auch solche Situationen, dass man den Protagonisten ein paar Stunden nichts mehr von dem Protagonisten gehört hat. Und dann kriegt man so diese Nachricht, mein Freund wurde verhaftet. Und dann fällt es auf einmal schwer, nur Journalist zu bleiben, weil man denkt, ach du Scheiße, da wird jemand verhaftet, kann ich irgendwas tun? Obwohl das gar nicht meine Rolle ist, etwas zu tun in dem Fall, weil ich muss meine Quellen schützen und dergleichen mehr. Also das war wirklich sehr eine intensive Zeit. Wir hatten zum Beispiel eine Situation, wo einer der Protagonisten unserer Geschichte, der Sam Cheung, ein junger Abgeordneter aus Hongkong, während der Dreharbeiten für unser Projekt, er hat das ja selbst gefilmt, beschattet wurde von Undercover-Polizisten, vielleicht Undercover-Geheimdienstlern. Wir haben die auch auf Band. Und auch nur 2 Tage später gab es einen Hacking-Angriff auf sein E-Mail-Konto. Ja, Corona. Es ist 2020, wir haben eine Pandemie und auch die ist an uns nicht vorbeigegangen. Also es war schon ein Risiko, was ganz konkret, eine Bedrohung, die ganz konkret näher kam und die letztendlich dazu führte, dass wir wirklich auch sehr eingeschränkt nur hier in der Redaktion arbeiten konnten. Wir hatten einen Verdachtsfall im Team. Im Endeffekt haben sich dann auch alle testen lassen und alle waren auch negativ. Also
es ist alles gut gegangen, aber so diese Phase, wo es nicht klar war, da haben wir natürlich einen Teil nach Hause geschickt ins Homeoffice und da war das Problem, dass wir aus Sicherheitsgründen die Daten, die wir da hin und her schieben täglich und auch die aus Hongkong herkommen, die konnten wir nicht einfach in irgendeine Google Cloud oder so hauen. Deswegen hatten wir einen sehr interessanten Transferprozess. Es sind Leute immer hergekommen, dann haben wir mit so Desinfektionstüchern die Festplatten vorm Verlag hingelegt, dann kam Person XY, hat die dann eingesammelt, wieder mit nach Hause genommen. Als es dann in die Endphase des Projekts ging, also nach den 2 Wochen Betreuungszeit, konnten zum Glück wieder fast alle von uns im Verlag arbeiten, sodass wir großteils wieder nicht in einem Raum, aber schon irgendwie in der Nähe voneinander waren. Wir haben dann die Abstände vergrößert, wir haben die Sicherheitsabstände, die ja ohnehin schon im Newsroom bestanden, verdoppelt, immer Plätze gesperrt dazwischen, wir haben FFP2-Masken angeschafft. Ja, nachdem diese 2-wöchige Betreuungsphase, die ganz intensive, vorbei war, ist der Kontakt natürlich nicht sofort abgerissen. Besteht auch weiterhin und ich bin mir sicher, dass der auch noch weiterhin bestehen wird, weil man sich das vorstellen kann wie eine ganz intensive Brieffreundschaft und man ja ganz mitgenommen wird in intime Momente dieser Protagonisten und dann, man hat da so ein freundschaftliches Verhältnis zu denen aufgebaut. Ja, was ich mir natürlich von dem Projekt erhoffe, ist, dass es irgendwie Menschen bewegt und dass es vor allem Menschen hier auch im Westen nochmal verdeutlicht, wie viel Wert auch Freiheit ist. Weil ich glaube, das haben wir alle hier auch, die daran gearbeitet haben, selber persönlich gemerkt. Wenn man das einfach mal vergleicht, was für Freiheiten wir hier haben, was für Privilegien und was die dort gerade verlieren, ist schon echt übel und ich hoffe, dass das bei den Leuten ankommt und dass Leute das verstehen und dass Leute auch merken, wenn irgendwo anders gerade demokratische Freiheiten abhanden kommen, das ist auch eine Bedrohung für uns und das sagen die auch die ganze Zeit. Es ist nicht nur deren Problem.